Die Architekten Häfeli Moser Steiger, die hatten erkannt, dass es im Umgang mit diesem Bau von 1895 auch von ihrer Seite, von ihrer Architekturauffassung her eine Bewegung braucht. Und sie haben eben plötzlich sehr viel Ornament in diesen Bau gebracht, darunter dieses Graffito. Das war damals eine neue Erscheinung, dass man in der Architektur der Moderne wieder in diesem Maß, wie wir es hier sehen, Ornament reinbringt. Ich denke, man muss das Ornament ein bisschen weiter fassen. Die Architekten haben die öffentlichen Räume, aber natürlich auch die wichtigen Säle angereichert und ihnen eine Stimmung verpasst. Und ich finde es sehr, sehr schön, das Wort Stimmung zu brauchen. Also dass jetzt die Architektur zum Stimmungsträger wird, gerade in einem Haus, wo Musik gespielt wird. Und das haben Häfeli Moser Steiger eigentlich gemacht, um eine Raumstimmung zu erzeugen, die diese Festlichkeit, auch eine gewisse Opulenz ausdrückt in diesem Haus. Bezüglich der Restaurierung, da war ja ein bisschen die Frage der Wirkung des Graffitos, vor allem die plastische Wirkung, die war eigentlich weitgehend verloren. Das Ornament, das Muster hat man schon erkennen können, das war noch da, aber dieser direkte Bezug zum Material, der hat gefehlt. Durch die Maßnahmen der 1980er Jahre. Und da hat man sich entschieden, diese Farbpakete abzutragen auf riesengroßen Flächen. Die Restauratoren hatten vorgeschlagen, einerseits restaurierend, konservierend, wirklich Abtragen dieser Schichten und Instandsetzen oder komplette Rekonstruktion. Also das Graffito-Dekorationen ist ein Kratzputz. Es wird eigentlich ein Putz aufgezogen, eine Kalktünche wird dann darüber gestrichen und alles eigentlich frisch in frisch, also al fresco. Und dann auch immer noch frisch wird dann die Dekoration reingekratzt. Man kann sich vorstellen, diese Graffito-Oberflächen waren nicht in einem einwandfreien Zustand, als man sie übermalt hatte. Und so war auch der Zustand sehr unterschiedlich. Es gab viele Verletzungen, Ausbrüche, fehlende Teile, Ergänzungen in anderen Materialien. Wir haben also alle Fehlstellen ergänzt, wir haben Lücken geschlossen, wir haben ganze Wände rekonstruiert in der originalen Technik und somit die Flächen vervollständigt. Die Natur ist ein ganz wichtiges Thema, das in vielen Bauteilen vorkommt. Zum Beispiel hier im Boden, wo es aussieht, als wären da Blätter auf den Boden hineingeweht. Oder die Leuchten gehen entweder entlang von diesem Blumenthema oder diesem Pflanzenthema oder sie nehmen dieses Gitterthema auf, das auch schon im Tonhalle-Saal zu finden war. Und Spiegel sind auch noch so ein Element, das variiert wurde über ein Thema, das überall durchdekliniert wird. Es waren immer Themen, die eigentlich mit dem Haus zu tun hatten und das Haus sehr, sehr dicht und lebendig gemacht haben. Es wurde hier etwas gefunden, das diese Flächen belebt, das sie intensiv macht, dass sie lebendig wirken.